Der ehemalige Kaio des Nordens Zamasu war ein Lehrling des Kaioshin Gowasus vom 10. Universum, der eines Tages Gowasu ablösen sollte. Zamasu war ein vergleichsweise großer Kaioshin mit hellgrüner Haut und weißen Haaren. Sein Kleidungsstil war elegant und zu seinem Outfit trug er orangene Ohrringe. Im Allgemeinen war Zamasu eine ruhige und höfliche Person und sein Kampfstil war auch etwas ganz Besonderes, weswegen er persönlich von Gowasu ausgesucht wurde, der Nachfolger zu werden, denn er nimmt seine Gegner wahr, analysiert sie und kann die Angriffe dann gezielt kontern. Irgendwann hat dann Zamasu über die Menschen und über ihre Taten nachgedacht, denn sie bekriegen sich immer wieder und haben bis heute nichts daraus gelernt, weswegen er diese Wesen nicht nur einfach beobachten will, sondern ihre Existenzen ein Ende bereiten möchte. Doch Gowasu erklärt ihn, dass nur die Götter der Zerstörung Existenzen auslöschen dürfen, da Kaioshins dafür da sind, Leben zu erschaffen und sie zu bewachen und daraus zu lernen, was Zamasu dann auch letztendlich verstanden hatte. Doch dann tauchte Son Goku auf dem heiligen Planeten auf, was Zamasu überhaupt nicht gefiel, da es ein Sterblicher war. Deswegen war er wirklich sauer, denn Son Gokus Art hat ihn überhaupt nicht gefallen, da er nicht unterwürfig gegenüber den Göttern war, wie Zamasu es eher gehabt hätte. Son Goku hatte auch die Frechheit, Zamasu zu einem Kampf herauszufordern, was Zamasu nur noch mehr wütend gemacht hatte. Doch schlussendlich sollte er Son Goku bekämpfen, da es Gowasu unbedingt wollte, denn er dachte sich, dass Zamasu dadurch die Menschen besser verstehen lernt. Doch als sie anfingen zu kämpfen, war Zamasu erst zuversichtlich, doch er wusste nicht, dass er gegen das Kampfgenie Son Goku am Kämpfen war, der gar nicht verlieren konnte. Deswegen stieg die Wut Sekunde für Sekunde mehr, denn er konnte es nicht glauben, dass ein Mensch existiert, der sich mit den Göttern messen kann, der sogar göttliche Aura besitzt. Zamasu konnte diesen Ningen, was sterblicher bedeutet, namens Son Goku nicht vergessen, weswegen der gebraute Tee von Zamasu ein wenig bitter schmeckte, da Gowasu durch den Tee Zamasus Gefühle genauestens erkennen kann, weil der Tee der Spiegel seines Herzens ist. Während Gowasu einen Planeten am Beobachten war, wo kürzlich menschenähnliche Kreaturen entdeckt wurden und die sich bekämpft haben, wurde Zamasu klar, dass alle menschlichen Rassen gleich sind, die niemals von ihren Fehlern lernen werden. Doch Gowasu war anderer Meinung und war sich sicher, dass diese sich entwickeln werden, weswegen er eine Zeitreise mit Zamasu gestartet hatte. Die beiden sind 1000 Jahre in die Zukunft gereist, um den Fortschritt der Barbarians auf dem Planeten Barbari zu beobachten. Doch die haben sich nicht geändert, obwohl sie anfingen Häuser zu bauen, war das barbarische Verhalten noch da und sie haben sich nach 1000 Jahren immer noch bekämpft. Ab dem Zeitpunkt wurde Zamasu klar, dass solange die Menschen existieren, war Frieden im Universum unmöglich. Später irgendwann schaute Gowasu sich auf GodTube den Kampf mit Son Goku und Hit an und kurze Zeit später kam Zamasu rein und hat das erste Mal Son Goku Super Saiyan Blue gesehen und dabei hat er auch direkt erkannt, dass Son Goku mit Götteraura umhüllt war, was ihn wieder mal wütend gemacht hat, dass ein normaler Mensch in seinen Augen so eine Stärke besitzt. Natürlich ist Son Goku kein Mensch, sondern ein Saiyajin, doch für Zamasu sind die Sterblichen alle gleich. Dabei spielt es keine Rolle, von welchem Planeten sie kommen. Während dem Kampf fielen Zamasu auch die Super Dragon Balls auf, die er für merkwürdige Planeten gehalten hatte. Er fragte Gowasu, was die Super Dragon Balls genau sind und dabei erfährt er, dass diese Kugeln jeden Wunsch erfüllen können. Gowasu hat auch dabei erklärt, dass es ein Gerücht sein könnte, doch da die beiden Götter Beerus und Champa diese als Hauptgewinn eingesetzt haben, war das natürlich wahr und die Super Dragon Balls können wirklich jeden Wunsch erfüllen. Zamasu machte sich sofort auf den Weg zu Sunos Palast, um alles über die Super Dragon Balls zu erfahren. Suno fing an, wirklich alles zu erklären, wie zum Beispiel von wem sie erschaffen wurden, wann genau und dann noch wie groß ihr Durchmesser ist. Doch solch unnötige Sachen machten ihn mal wieder wütend, denn er wollte eigentlich nur wissen, wie er sie benutzen kann. Das hat er dann auch erfahren, denn dafür muss er alle 7 Super Dragon Balls sammeln, die im 6. und 7. Universum verteilt sind. Wenn er sie gesammelt hat, muss er die Wörter "Komm heraus, göttlicher Drache, und gewähre mir einen Wunsch, easy peasy lemon squeezy" sagen. Danach wird der göttliche Drache denjenigen einen Wunsch erfüllen, was immer das auch sein mag. Nachdem man sie benutzt hat, verteilen die Super Dragon Balls sich wieder in beiden Universen auf und sind ein Jahr lang unbrauchbar. Da aber die Super Dragon Balls kürzlich benutzt wurden, konnte Zamasu sie nicht direkt wieder einsetzen, aber das war natürlich kein Problem, denn es gab ja die Zeitringe. Deswegen zwang er Suno, die genauen Positionen der jeweiligen Super Dragon Ball zu verraten und auch alles über den Mann namens Son Goku, denn dieser Saiyajin ging Zamasu nicht mehr aus dem Kopf, da er, also ein Sterblicher, mit Göttern rumhängt, was gar nicht sein sollte, da das niedere Kreaturen sind. Und nachdem er über alles Bescheid wusste, war erstmal nur noch eine Sache zu erledigen. Er musste Gowasu töten, um den Platz des Kaioshin einzunehmen
einzunehmen, um frei mit den Zeitringen durch die Zeit reisen zu können, beziehungsweise in die Zukunft. Da in der Future Trunks Zeitlinie ein böser Son Goku, der auch Black genannt wird, und auch Zamasu aufgetaucht waren, um die Menschheit zu vernichten, ist Trunks in die Vergangenheit gereist, um Hilfe zu holen. Goku Black tauchte auch in die gegenwärtige Zeit auf und während dem Kampf konnte Whis den Zeitring feststellen, den Goku Black trug. Natürlich gab es Verwirrung, da diese Zeitringe nur Kaioshins besitzen dürfen, weshalb sie dann in den Universen nachgeschaut haben, ob irgendwelche Zeitringe fehlen. Im 10. Universum hatten sie schon damals festgestellt, dass Zamasu vermutlich Black ist, und als man Zamasu mit Black in der Zukunft gesehen hatte, sind sie wieder in das 10. Universum gereist, und dabei hat Beerus genau gespürt, dass Zamasu Gowasu loswerden wollte. Doch erstmal bräuchten sie Beweise, da man nicht einfach so einen Kaioshin oder Lehrling zerstören sollte. Sie haben abgewartet und die Situation genauestens beobachtet, und dabei ist genau das passiert, was sich Whis und Beerus dachten. Zamasu hatte Gowasu getötet, doch glücklicherweise konnte Whis die Zeit zurückspulen, um die Situation noch zu verhindern. Sie klärten Gowasu genauestens auf und Zamasu war überrascht, dass sie all das herausgefunden haben. Doch das war gar nicht so schwer, wie Son Goku sagte, denn in einer anderen Zeitlinie ist Zamasus Plan aufgegangen, doch der gegenwärtige Zamasu hatte kläglich versagt und wurde vom Hakaishin Beerus komplett ausgelöscht. Zamasu existierte nicht mehr in der Gegenwart und somit war die Gegenwart erstmal gerettet. Doch in der Zukunft war er gerade dabei, seinen Plan auszuführen, um die ideale Welt zu erschaffen. Obwohl Zamasu von Beerus ausgelöscht wurde und eigentlich nicht mehr hätte existieren können, war dennoch ein Zamasu in der Zukunft vorhanden. Doch das liegt nur daran, weil er von einer anderen Zeitebene kommt, die durch eine Reise in die Vergangenheit erschaffen wurde. Und die Identität von Black Goku hat Black selbst enthüllt. Black Goku ist in Wahrheit Zamasu, der sich durch den Wunsch mit den Super Dragon Balls einen Körpertausch mit Son Goku gewünscht hatte, um die Stärke des Saiyajins zu erhalten, da er gemerkt hatte, was für eine Kraft er eigentlich hat. Dieser reiste dann in die Zukunft, um Zukunfts-Zamasu zu rekrutieren, der genauso wie er dachte, doch nichts unternommen hatte. Obwohl er immer noch die Taten der Menschen verurteilte, hatte er es akzeptiert und hat dann auch weiter nichts unternommen. Doch durch Black hat er sich wieder erinnert, was er eigentlich wollte, und war dankbar dafür, dass Black gekommen war, um mit Zamasu, also mit sich selbst, die perfekte Welt zu erschaffen. Die beiden hatten auch ausgesorgt, denn Zamasu hat sich Unsterblichkeit mit den Super Dragon Balls gewünscht und sie danach anschließend zerstört, damit nichts mehr rückgängig gemacht werden konnte. Außerdem haben sie alle Kaioshins getötet, was einen drastischen Effekt hatte, da die Götter der Zerstörungen mit denen starben und die Engel dann inaktiv wurden. Somit waren Black und Zamasu die einzigen Herrscher der Zukunft, zumindest dachten sie das. Denn die beiden hatten einen Plan, der folgendermaßen lautete: der Menschheitsvernichtungsplan. Zamasu findet die Welt an sich schön, doch er findet auch, dass die Hässlichkeit der Menschen alles beschmutzt, weswegen sie entsorgt werden muss. Die drei Saiyajins kämpften immer weiter und weiter, doch das hatte keinen Sinn, denn jemanden, der unsterblich ist, kann man nicht einfach so besiegen. Aber dann haben wir auch was ganz Interessantes von Zamasu erfahren, dass all das, was gerade passiert, die Säuberung von der Menschheit, die von Zamasu und Black gerade durchgeführt wird, Trunks Schuld war, da er damals in die Vergangenheit gereist war, um Son Goku die Medizin zu geben und die Z-Fighter vor den Cyborgs zu warnen. Und in die Vergangenheit reisen ist ja laut Beerus strengstens verboten. Doch obwohl Trunks dadurch sehr wütend wurde, weil er eben diese Schuldgefühle bekam, hat es dennoch gegen die beiden nichts gebracht. Das Mafuba war die einzige Möglichkeit, um wenigstens den unsterblichen Zamasu gefangen zu halten, wenn man ihn schon nicht ausschalten konnte. Die Krieger reisten zurück in die Vergangenheit, haben sich das Mafuba von Muten Roshi geholt und Trunks hat es bei Zamasu angewendet. Doch unglücklicherweise hatten sie den Talisman vergessen, da man ohne ihn nichts versiegeln kann. Und wegen diesem kleinen Fehler konnte sich Zamasu noch retten, doch er war geschockt, was das Ungeziefer namens Mensch für schreckliche Techniken können, weswegen er keine Wahl mehr hatte. Er musste sich mit Black fusionieren, damit er die Kraft erreicht, was ihn zu einem ultimativen Gott machen kann. Nachdem sie sich fusioniert haben, war Merch Zamasu geboren. Er selbst nannte die Form Gerechtigkeit, die verehrt und gelobt werden muss, denn er war sich sicher, dass er durch die Fusion ein unsterblicher und allmächtiger Charakter wurde. Und anfangs schien es auch so, denn er schoss mit Blitzen um sich herum und zerstörte immer mehr. Natürlich haben die Saiyajins ihn versucht weiter aufzuhalten, doch erstmal ohne Erfolg. Aber dann hat Son Goku sein stärkstes Kamehameha auf Zamasu gefeuert, was ihn dann auch tatsächlich Schaden angerichtet hatte. Das machte Zamasu natürlich so wütend wie noch nie, da Son Goku es tatsächlich geschafft hatte, sein göttliches Gesicht zu verunstalten. Deswegen hatten Vegeta und Son Goku keine Wahl mehr und mussten sich fusionieren, um so einen Gegner zu besiegen. Doch auch die Fusion versagte, denn sie löste sich auf, bevor sie es geschafft haben, Zamasu zu besiegen. Zamasu hatte nicht daran gedacht, dass Black ja sterben kann, denn nur Zamasu hat sich die Unsterblichkeit gewünscht, was auch ein großer Fehler von beiden gewesen ist, und deswegen haben sie auch diese Gestalt erhalten, da eine Hälfte sterblich war. Doch auch in dieser Gestalt waren sie überlegen, weswegen es nur noch eine Hoffnung gab, und die war Trunks. Er war der Einzige, der noch etwas
etwas Energie übrig hatte, um mit ihm einigermaßen kämpfen zu können. Er formte mit seinem Ki die Klinge des Schwertes und fing an, mit Zamasu zu kämpfen. Trunks hatte wirklich alles gegeben, um Zamasu besiegen zu können, denn die übrig gebliebene Menschheit glaubte an ihn so fest, dass er das Licht aller Bewohner des Planetens bekam, die in Energie umgewandelt in sein Ki-Schwert eindrung. Das Schwert war stark genug, jetzt bräuchte er nur noch mehr Kraft, die er zum Schluss von Son Goku und Vegeta bekam. Er nutzte die Kombination und teilte Zamasu in 2 Hälften und dabei hat er sich auch nicht mehr regeneriert. Black war tot, doch Zamasu überlebte, weil er eben unsterblich war. Da er keinen Körper mehr besaß, wurde er zum Himmel, der sich langsam ausbreitete, um das Universum zu werden. Zamasu hatte keine Ruhe gegeben und hat alles getan, solange er noch konnte, um seinen Nullmenschenplan durchzuziehen. Die Menschen durften nicht existieren und dafür hat Zamasu wirklich alles gegeben. Doch dann hat Son Goku den Knopf von Zeno gefunden, er hat ihn herbeigerufen und am Ende hat der Omnikönig die Existenz von Zamasu komplett ausgelöscht. Es war vorbei, Zamasu hatte endgültig verloren. Das alles hätte für Zamasu ganz anders ausgehen können, denn als ehemaliger Kaio der Gerechtigkeit hätte er sich viel mehr mit der Menschheit auseinandersetzen müssen, weil er nur dann erfahren hätte, dass auch gute sterbliche Wesen existieren, die das Böse verabscheuen und auch in einer gewaltfreien und schönen Welt leben möchten. Doch durch das Gottkomplex konnte Zamasu nicht anders, er verabscheute die Sterblichen und sah sie als nichts anderes als niedere Kreaturen an. Doch all das hat letztendlich dazu geführt, dass Zamasus Leben für immer ein Ende nahm.